Kommen wir zu einem anderen totalitären System. Über 8 Millionen Zuschauer sahen den Scientology-Film in der ARD. Das heißt, das Thema scheint zu faszinieren. Ich muss ja sagen, für mich ist diese sogenannte Religion ein Boot mit 7 Segeln. Fragen wir unsere Sektenexpertin Tina Hausten. Tina, ist Tom Cruise wirklich der neue Jesus? Nein, Oliver. Ein neuer Jesus wäre mit Sicherheit größer als 1,40. Richtig. Was für ein Weltbild vertritt diese seltsame Organisation denn? Nun, hinter Scientology steht eine wissenschaftlich fundierte Weltanschauung, Oliver. Aha, und wie sieht die aus? Ich kann das mal in 30 Sekunden umreißen. Vor 75 Millionen Jahren hat, laut Scientology, ein gewisser Xenu Milliarden Außerirdische eingefroren, in Raumschiffen zur Erde geflogen und dort um Vulkane herum gestapelt. Dann hat er die Vulkane mit Atombomben gesprengt und so alle getötet. Die Seelen dieser toten Außerirdischen, die nennt man Titane, und die wurden leider von Xenu durch Gehirnwäsche im Körper der Menschen gleichgeschaltet. Aber jetzt die gute Nachricht: Scientology kann uns von den armen Seelen wieder befreien. Raten Sie mal wie, Oliver? Richtig, durch die Teilnahme an kostenpflichtigen Kursen. Tata! Was? Tina, aber das ist doch alles totaler Nonsens, total unlogisch. Naja, also wenn man es genau nimmt, dann ist die Geschichte von der jungfräulichen Geburt jetzt auch nicht so viel realistischer. Ich meine, ob man jetzt an Xenu glaubt oder einen arbeitslosen Zimmermann aus dem Nahen Osten anbetet. Ja. Der Zimmermann will aber nicht meine Kohle. Also jetzt nicht er persönlich, jedenfalls. Aber nehmen wir mal an, ich wäre so blöd, trotz dieses ganzen UFO-Schwachsinns bei Scientology mitzumachen. Gibt es da vielleicht auch mal für Einsteiger so eine Art Schnuppermitgliedschaft? Nicht direkt, aber sowas Ähnliches. Sehen Sie selbst. Scientology, ein Führerkult. Gegründet von L. Ron Hubbard. Als wichtigstes Machtinstrument formte er die Sea Org. Mitglieder verpflichten sich für 1 Milliarde Jahre der Organisation zu dienen. 1 Milliarde Jahre? Moment mal. 1 Milliarde Jahre, da kann ich gar nicht. Toll, oder? Nix. 1000-jähriges Reich, 1 Milliarde. Nimm das, Hitler! Ja, super. Und Ribéry unterschreibt für 300 Millionen Jahre bei Real Madrid. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Soweit so absurd. Was passiert als nächstes? Wieder Gehirnwäsche? Nein, aber Sie bekommen für teures Geld ein sogenanntes Kommunikationstraining. Hä? Was soll ich denn da lernen? Entschuldigung, ich kann doch wohl kommunizieren. Das glauben Sie, Oliver. Sie sind so herrlich unbedarft. Lassen Sie sich von einem Scientology-Experten aufklären. Am Anfang stehen zum Beispiel Kommunikationskurse. Also es wird gesagt, du lernst bei uns besser zu kommunizieren. Tatsächlich aber lernt man genau das Gegenteil, nämlich auf andere Menschen loszugehen. Man lernt zum Beispiel Aschenbecher anzuschreien. Man lernt Aschenbecher anzuschreien? Hä? Wie habe ich mir das denn bitte vorzustellen? Was bildest du dir eigentlich ein, du dämlicher kleiner Pisser? Du bist doch bloß ein Aschenbecher. Machst du mich an? Machst du mich hier jetzt an? Hä? Interessant. Aber Tina, außerirdische beleidigte Aschenbecher, wozu das Ganze? Was versucht der Scientologe damit zu erreichen? Es geht letzten Endes darum, den Zustand des Clear zu erreichen. Und der sieht nach meinen Recherchen ungefähr so aus. Moment. Ja. Und was ist jetzt dieser Zustand des Clear, Tina? Tina, ist das jetzt schon der Zustand des Clear, was Sie da im Gesicht haben? Ich verstehe. Hoffentlich geht er mit Klerasil wieder weg. Tina Hausten, meine Damen und Herren. Ja, haben wir ja viel erfahren über Scientology. Aber ich sag's ehrlich, ich verstehe immer noch nicht, warum die Leute freiwillig bei diesem Quark mitmachen. Das ist mir... Was? Anlässlich der heutigen Fernsehaufnahme in Schönbach wird der Kochclub am Feuerwehrhaus Erbsensuppe kochen. Ab 12:30 Uhr kann gegessen werden. Wer seine Suppe mit nach Hause nehmen möchte, sollte sich ein Gefäß mitbringen.
Gut, dass es die Hessenschau gibt, sonst hätte ich mir wieder kein eigenes Gefäß mitgebracht. Das war die Heute-Show. Jetzt kommt Aspekte. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Tschüss.